Hallo und willkommen zur Folge 15. Heute beschäftigen wir uns im ersten Step mit den Salonwänden. Und die haben wir wie immer erstmal vorne auf dem Schweißtisch vorbereitet, die Kanten bearbeitet und müssen jetzt das Teil ans Boot hinterbringen. Dafür, wie gehabt, müssen wir einmal mit dem Kran umsetzen, damit wir mit dem Teil eben hinten auch am Boot an die Stelle drankommen, wo wir es brauchen. Das ist ja alles auch mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Einmal den Kran positionieren, gucken, dass wir an der richtigen Stelle sind, dass wir dann mit dem Teil auch dorthin kommen, wo wir ankommen wollen. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Reise. Und während das Teil dann hier so schön auf der Bootsseite hochfliegt, darf ich natürlich die Treppe nehmen, das Teil oben in Empfang nehmen und ein bisschen an die Position führen, wo es hin soll. Dann mussten wir es nochmal kurz absetzen und die Kralle ein wenig versetzen, damit wir mittiger hängen. Und dann kann das ganze Spiel eingesetzt werden. Das ist hier auch jetzt erstmal nichts Kompliziertes an dem Moment, denn die Position, wo es hin muss, ist ziemlich eindeutig. Die Seitenwand hat im hinteren Bereich eine kleine Kante drin, da hört genau der Umgang dran auf. Sprich, da wo es anstößt, hört es dann eben auch auf. Und seitlich ist ja nun mal auch klar, da ist die Rückwand, da lädt es sich logischerweise an. Insofern war die Positionierung hier erstmal jetzt relativ simpel. Sehen wir jetzt auch hier ein bisschen schwieriger ist es dann eben im weiteren Verlauf hier nach vorne an den kleinen Aussteifungsstückchen. Denn da ist wieder genau das Thema, so einen kleinen Millimeter nach vorne, nach hinten gedreht. Und die Wand steht eben dann doch schief und nicht dort, wo sie hin soll, wie ich das so oft sage. Und deswegen musste man hier noch einiges gucken, damit wir das auf die Reihe bekommen. Und dann ist natürlich noch wieder zu gucken, wie eben auch die horizontale Lage ist, dass eben die Wand schön flach auf dem Umgang entsprechend aufsteht. Das war hier noch nicht hundertprozentig so. Deswegen müssen wir hier eben auch noch ein bisschen genauer hinschauen, was denn wiederum jetzt richtig ist. Muss man irgendwas hochdrücken, muss man was runterziehen und wo kommen die kleinen Lücken her, die dann auch da sind. An der Stelle haben wir es dann mit dem Kettenzug ein kleines bisschen runtergezogen, das Teil, sodass ich das über die gesamte Länge da anschmiegen konnte. Das war hier an der Position dann erstmal die passende Lösung. Weiter vorne ist das dann gleich nicht mehr der Fall, das werden wir dann sehen. Aber für hier hinten passte das entsprechend. Nachdem dann alles soweit ausgerichtet ist, können wir natürlich dann auch hier im unteren Bereich noch festschweißen. Oben bleibt das Teil im Grunde jetzt erstmal nur an diesen beiden Aussteifungsteilen und an der Rückwand hängen. Und ansonsten kann es jetzt erstmal sich vorne da an der Ecke ein bisschen frei bewegen, aber das ist nicht weiter dramatisch. Und damit können wir uns schon dem zweiten Teil dieser Seitenwand widmen und auch das mit dem Kran hier einfach einfliegen, sodass wir das dann entsprechend schon mal so grob positionieren können. Und dann erstmal kurz die Lage checken, wie steht es auf dem Ganzen, wo haben wir auch hier wieder irgendwo Lücken drin. Wir haben dann entsprechend festgestellt, dass wir zwischen Vorder- und Hinterteil so gut einen Zentimeter Unterschied hatten an der Verbindungsstelle. Dementsprechend haben wir jetzt erstmal hier nochmal in die Pläne geguckt und geschaut, wie hoch müssen denn die Spanten vom Boden tatsächlich hier vorne an der Spitze sein. Haben wir da irgendwo vielleicht im Vorfeld einen kleinen Fehler gemacht, der sich jetzt nach hier oben entsprechend auswirkt. Dem war allerdings nicht so, also die Spanten standen alle exakt auf den Positionen. Nichtsdestotrotz hatten wir über den Umgang da eine kleine Welle drin, sodass das Teil eben hier nicht exakt aufstand, beziehungsweise wir eben das Problem haben, hier die beiden Teile miteinander zu verbinden. Dazu kommt, dass natürlich nach vorne hin das Ganze auch eine gewisse Kurve und Rundung bekommt. Die Salonwand steht ja nicht exakt gerade, sondern macht schon so eine leichte Kurve auf dem Boot. Das macht es jetzt im ersten Moment noch schwieriger, irgendwo festzustellen, was wir denn jetzt eigentlich tun müssen, um die Teile da vernünftig aneinander zu bekommen. Wir haben uns dann dazu entschieden, erstmal die senkrechten Aussteifungen zu montieren, sodass wir darüber eben die Biegung mit annehmen können und somit im Gesamten schauen können, wie das Teil eben sitzt oder nicht sitzt. Wir haben dann einiges hin und her überlegt und geschaut, wie wir eben entsprechend mit dem vorderen Teil diesen nicht ganz Zentimeter eben runterkommen. Hätte da jetzt mehrere Optionen gegeben. Wir hätten die Spanten ein wenig, wie blöd gesprochen, verbiegen können.
Allerdings hätte sich das sowohl auf den Umgang als auch natürlich auf die Außenhaut ausgewirkt, wenn wir den hier versucht hätten, im Inneren niedriger zu bekommen. Insofern kam das nicht in Frage und so blieb letzten Endes dann eigentlich nur eine Variante. Und zwar haben wir uns den Versatz auf dem Teil eingezeichnet. Im Grunde also die Form, die der Umgang hier an der Stelle vorgibt, auf das Blech übertragen, sodass wir dann einfach ein Stückchen davon wegschleifen, abschneiden konnten, um das Teil eben hier an der Stelle dann passend zu bekommen. Deswegen, nachdem das Übertragen geschehen ist, alles wieder lösen, die Magnete wieder abmachen, die Verbindungszange wieder abmachen, das Ganze wieder an den Kran hängen und das Teil nochmal runterheben. Wie man vielleicht am Wetter erkennen kann, haben wir nicht am gleichen Tag weitergemacht, sondern das ist dann hier an einem der Folgetage geschehen. Und wir haben das Teil dann entsprechend wieder reingehoben. Man sieht hier an den Magneten, genau an der Stelle, wo Basti jetzt steht, auch schon, dass da jetzt die Lage deutlich besser ist. Wir haben das Ganze mit dem Hydraulikzylinder noch ein bisschen unterstützt an der Stelle, um das noch ein bisschen gerade zu drücken, ohne dass wir da eben die Schwanten verbiegen. Und dann konnten wir das Ganze hier entsprechend zusammenziehen und verbinden. Die weitere Ausrichtung dann hier an den Aussteifungen sowie vorne, wo wir jetzt dann eben auch ans Vorschiff stoßen und an das Vorschiffsdach, war natürlich jetzt nicht weiter schwierig. Hier war jetzt keine riesige Biegung drin. Die Punkte sind alle vorgegeben, wo wir hier dran müssen. Genauso wie eben genau an der Stelle, wo wir jetzt da den Schweißpunkt gesetzt haben. Das war genau die Verbindung zum Vorschiff. Und somit kommen wir dann auch zur anderen Seite. Wir haben natürlich die Steuerbordseite zuerst gemacht, damit wir mit dem Kran da entsprechend auch drankommen. Hätten wir hier Backbord zuerst gesetzt, dann wäre das mit der Höhe nicht mehr hingehauen. Dann hätten wir die Teile nicht mehr so wirklich da oben drauf bekommen. Auch hier ist natürlich wie immer das, was wir auf der einen Seite geübt haben, geht auf der anderen Seite dann schon deutlich besser. Wir haben auch hier diesmal die Aussteifungen zuerst montiert. Das hatte sich bewährt auf der anderen Seite im vorderen Teil. Und so haben wir diesmal diese Stützen zuerst montiert. Genau, ansonsten war das hier jetzt genau wie drüben auch von der Position her eindeutig. Keine große Biegung drin, nichts, was man jetzt großartig ausrichten könnte. Und wir haben uns allerdings diesmal dazu entschieden, bevor wir das hintere Teil am Boden festmachen, erstmal den vorderen Teil reinzuheben, die Verbindung ein bisschen früher zu machen, sodass wir über die gesamte Länge dann auch wieder ein bisschen mehr Kraft haben, beziehungsweise eben besser sehen, was Sache ist und wo wir gegebenenfalls was wegnehmen müssen oder was drücken müssen. Das war auch hier auf der Seite jetzt nicht so ausgeprägt wie auf der anderen Seite. Insofern haben wir hier gar nichts gemacht. Ihr seht hinten da so eine ganz kleine Lücke. Das sieht jetzt hier auch noch viel mehr aus, als es ist. Jetzt sind irgendwo 2 mm, das kann man easy auffüllen. Da haben wir auch gar nichts dran rumgedrückt oder gemacht, sondern es einfach so gelassen, wie es ist. Tja, und somit haben wir die 4 Einzelteile der Seitenwände hier ruckzuck eingesetzt. Das war insgesamt tatsächlich nicht viel Arbeit, aber dafür natürlich optisch wieder ein Rieseneffekt, die Wände da stehen zu haben. Verändert natürlich sofort sowohl die Silhouette von außen als auch innen das Raumgefühl vom gesamten Objekt. Und somit kommen wir zum Ende dieses kleinen Bauabschnittes und damit zu ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar sind wir am 6. Juli, ein Sonntag, bei den Boat Days im Düsseldorfer Medienhafen mit dabei und dürfen dort unser Projekt vorstellen. Wir bringen euch noch den Christian Opper von der Omega Grey mit, unserem Spezialisten für alles, was das elektrische Bootfahren angeht. Neben der kleinen Messe mit 15 Ausstellern könnt ihr aber auch Schnuppertrainings machen und Führerschein, Schnupperkurse, Workshops oder auch mal kostenlos eine Runde Bootprobe fahren. Und bereits am Samstag, dem Tag davor, habt ihr die Möglichkeit, am Trainingsday teilzunehmen. Dort Fahrpraxis und Manöver auf dem Wasser zu machen, Sicherheitstrainings, Brandschutzübungen und ein Technikworkshop. Ja, schaut da gerne mal rein, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei und wir sehen uns dann am 6. Juli im Medienhafen. Und damit kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wir haben eben die Salonwände gestellt und nun müssen wir uns natürlich um den Dachbereich auch so ein bisschen mal kümmern. Wie immer geht das Ganze natürlich auch hier mit Vorbereitung los. Die Dachspanten bestehen jeweils aus 2 Teilen, die erstmal zusammengefügt werden müssen.
Und dann setzen wir hier an der Stelle diesmal direkt noch die Aussteifung mit ein, sodass wir hier von vornherein stabile Bauteile haben, die wir dann am Stück im Dachbereich einsetzen können. Für die Aussteifungsteile hatten wir im Vorfeld bereits hier die Rundungen gebogen. Das haben wir vorbereitet gehabt. Die Rundungen sind überall an dem Punkt gleich, sodass wir das in Masse vorbereiten konnten und dann hier direkt eben einsetzen. Anders ist das dann natürlich mit dem Stück, was dazwischen muss. Das müssen wir uns jedes Mal entsprechend, nachdem wir die Rundung gesetzt haben, ausmessen, zuschneiden und dann hier einpassen. Das ist dann hier natürlich wieder ein bisschen Fließbandarbeit. Ich glaube, insgesamt sind es hier 6 Teile, die wir hier bauen müssen. Und wie immer teilen wir uns hier natürlich entsprechend in die Arbeiten rein. Und während Basti am Teil arbeitet, mache ich halt immer die Aussteifungen, schneide die zurecht, die wir dann eben entsprechend hier wieder zusammen einsetzen. Und so sind diese Teile eben auch schnell produziert und stehen zum Einbau bereit. Bevor wir die Teile einbauen können, müssen sie natürlich auch erstmal so grob dorthin, wo wir sie letzten Endes einsetzen müssen. Diesmal mit dem Stapler direkt. Wir haben uns die immer schön hier direkt vorne drauf gestapelt. Also einmal nach hinten fahren, wo der Kran schon parat steht, an der Stelle, wo wir ihn brauchen. Den Stapler einparken und dann kann es losgehen. In der Vorbereitung zum Einsetzen natürlich erstmal alles anzeichnen, sowohl die Höhenlage, die vorgegeben war, als auch eben die Querlage, wobei wir die Höhenlage dann eher sogar an die Salonwände nochmal korrigiert haben, sodass dort eben die Form sauber ausläuft und es entsprechend reinpasst und uns jetzt da nicht auf den letzten Millimeter nach links, rechts angelehnt, sondern eben wirklich auf eine schöne Dachlage dann auf die Außenwände. Das haben wir dann hier bei dem ersten nochmal kurz mit den Plänen abgeglichen, aber ja, grundsätzlich passt das alles so, also Schweißgerät hoch. Und dann können wir entsprechend das Teil auch befestigen. Wir haben uns da wieder mit den Magneten beholfen, haben die quasi als Auflage erstmal reingesetzt, um das Teil darauf aufzusetzen. Und mit dem zweiten Magneten dann so ein bisschen die senkrechte Lage dann auszuloten. Das Einsetzen der weiteren ist dann jetzt natürlich auch keine großartige Kunst. Wieder die Magneten hinsetzen und mit dem Kran das Teil hochholen, mal eben reinsetzen. Kurz gucken, dass die Lage passt, ist ja dann eigentlich nur noch, ja, schauen, dass es senkrecht steht. Und dann ist es schon fest. Und mit den restlichen lasse ich euch jetzt nochmal wieder ein bisschen alleine. So, nachdem dann entsprechend alle Teile eingesetzt sind, geht es noch einen Schritt weiter. Ihr seht schon oben die Ausschnitte, die überall drin sind. Natürlich müssen hier auch noch Längsaussteifungen rein. Das ist wieder ganz normaler Flachstahl, der hier eingesetzt wird, so wie wir das im Vorschiff auch schon gemacht haben und wie er auch zum Teil in den Außenwänden verbaut ist. Das Einlegen geht natürlich super schnell. Wir haben die auch vorher am Boden grob zurechtgeschnitten, dass die hier vorne überstehen, ist eben jetzt im Moment auch noch gewünscht. Da kommen später noch die Scheiben dagegen.
Und dann haben wir begonnen, die hier auch festzuschweißen. Wir haben uns hier jeweils nochmal mit einem kleinen Flachstahl beholfen, um zu gucken, dass die längs eingelegten Flachstähle auch mit den quer eingebauten Trägern in der Höhe her übereinpassen, dass eben das Blech sich dann darauf schön ablegen kann. Wetterbedingt war dann an dem Tag nicht mehr sonderlich viel sinnvoll. Also es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, hier zum Beispiel noch mit dem Dach anzufangen oder irgendwelche anderen großen Teile einzubauen. Also hieß es an der Stelle einfach mal das Vorschiff ein bisschen aufräumen. Die Sachen, die wir hier gerade nicht mehr brauchen, wie das Gerüst, einfach mal beiseite und raus. Und dann eben auch mal anfangen, diese ganzen Hilfs- und Zurösen, die wir so über die Bleche verteilt haben, mal rausschweißen, rauslösen. Die braucht es da nicht mehr. Also so langsam ein bisschen aufräumen. Man war sich schon gar nicht mehr bewusst, wie viele von diesen Zurösen wir hier tatsächlich verbaut haben. Das war schon erstaunlich, welche Menge dann da auf einmal auf dem Boden lag, nachdem Basti hier einmal rundherum da durchgerobbt ist und alle rausgeholt hat. Aber ja, wir brauchten sie und sie haben entsprechend ihre Aufgaben erfüllt, aber jetzt können sie eben auch dann, wie gesagt, raus. Und damit kommen wir dann auch bald zum Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, schaut gerne mal auf der OnWater-Webseite nach den Boat Days in Düsseldorf. Würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen von euch dort zu sehen. Vielleicht ist ja auch das Training am Vortag was für euch. Schaut euch das Programm gerne mal an. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.